Essen können wir später. Viel später. Habt ihr euch so richtig geküsst, mit allem drum und dran? Spinnst du? Ich habe mir eine geknallt. Das war's. Echt? Ach, der hat sich dabei sowieso nichts gedacht. Andi ist so ein blöder Macho. Weißt du noch, wie ich Felix eifersüchtig machen wollte? Da hat er mich auch einfach geküsst. Wahrscheinlich versucht das doch bei jeder. Marie, bitte erst die Verträge, okay? Ja, klar. Was machen Sie denn hier? Guten Abend, Marie. Darf ich? Ich habe mir oft vorgestellt, wie dieser Moment aussehen würde. Als ich Felix getroffen habe, es war... Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Als ob ich etwas lang Ersehntes wiedergefunden hätte. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dafür ist es jetzt zu spät. Ja, ich weiß. Du hast uns einfach sitzen lassen. Wie konntest du das tun? Wir sind doch deine Kinder. Es gab Gründe. Kannst du dir vorstellen, wie ich gelitten habe? Ich weiß. Und jetzt kommst du hierher und tust so, als sei nichts gewesen? Marie, nein. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben! Felix, bitte komm, gib mir den letzten Erdbeeren. Was krieg ich denn dafür? Ein Kuss. Das reicht mir nicht. Du bist blöd, echt. Lieber blöd als ohne Joghurt. Hey, sieht ihr gut erholt aus. Ja, viel Wind, Wasser und viel Liebe. Achte auf die Reihenfolge. Ich würde mich auch gerne mal wieder verlieben. Ja, wenn du drauf wartest, passiert doch eh nichts. Ich weiß. Und gleich wieder da. Hey, was soll das? Erst schnappst du dir den letzten Joghurt und jetzt telefonierst du auch noch. Ich rufe nur zu Hause. Viel Glück. Oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Kannst du nicht anklopfen? Mann! Nie hat man hier seine Ruhe. Ständig kommt irgendwer da reingelatscht. Das ist zum Kotzen hier in dieser WG. Schließ doch die Tür ab! Was ist denn? Spinnt der? Ja, da ist, dass ich ihm was abgucke. Ist das eine große oder eine kleine Angst? Ich glaube, der sieht genauso aus wie alle anderen. Du könntest bei mir glatt als Kellner anfangen. Vorsicht. Ich bediene nur weibliche Gäste. Und am liebsten Blondinen. Na, davon gibt es ja einige. Aber nur eine wie dich. Ich glaube dir kein Wort. Solltest du aber. Was Männer angeht, bin ich sehr misstrauisch geworden. Naja, immerhin liege ich in deinem Bett. Fragt sich nur, wie lange noch? Wieso? Willst du mich loswerden? Kommt drauf an, was du zu bieten hast. Ich bin sehr anspruchsvoll. Ich dachte, ich hätte heute schon gute Überzeugungsarbeit geleistet. Für den Anfang war es gar nicht schlecht. Nicht schlecht, na hör mal. Aber vielleicht kannst du dich ja steigern. Dein Vater hat mich in all den Jahren doch nur schlecht gemacht. Du hättest dich melden können.
Das wollte ich ja. Wir haben dich nicht interessiert. Du warst so beschäftigt mit deinem neuen Liebhaber, dass du ganz vergessen hast, dass du Kinder hast. Das mit Bernd war eine harmlose Affäre, mehr nicht. Du bist mit unserem Onkel durchgebrannt. Das stimmt so nicht. Und wie bitteschön war es dann? Du willst, dass ich dir glaube. Aber wie soll das gehen, wenn du mir nicht sagen kannst, wie es angeblich wirklich war? Es gibt Umstände, die ich dir nicht erklären kann jetzt. Noch nicht jedenfalls. Man kann alles erklären, wenn man will. Nur du kannst es nicht. Weil Papa nämlich doch recht hat. Du bist egoistisch gewesen. Jetzt bin ich hier. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass ich keine Mutter mehr habe. Du bist mir egal. Selbst wenn ich damals alles falsch gemacht habe. Das ist so lange her. Ich habe mich geändert. Ich hätte dich damals gebraucht. Heute nicht mehr. Geh. Das Bad ist übrigens wieder frei. Ach ja? Andi, reiß dich zusammen. Lara hat dir ganz bestimmt nichts weggeguckt. Wieso kann sie nicht anklopfen, verdammt nochmal? Oh, Alter, jetzt mach doch hier nicht so einen Aufriss wegen so einer Lappalie. Halt dich da raus. Sollen wir was trinken gehen? Habt ihr Lust? Ja. Ja. Nichts lieber als das. Und Andi, reagier dich schön ab. Hm? Ja, ihr mich auch. Wann waren Sie denn mit Lukas verabredet? Vor gut 20 Minuten. Also, ich muss jetzt dringend weg. Aber der kommt sicher gleich. Ja, kein Problem. Da ist er ja. Und? Wer ist die Glückliche? Ein Gentleman genießt und schweigt? Ach, du bist schon da? Seit fast einer halben Stunde. Ach, Ich hoffe, du lässt deine Frau nicht genauso lange warten wie deine Freunde. Ciao. ciao. Lass mich raten, du hast es geschafft. Es war ganz einfach. Wir sind nicht mal mehr zum Essen gekommen. Der hat mich sofort ins Bett gezerrt. Wirklich? Ich brauchte überhaupt nichts mehr zu tun. Fast nichts. Darf ich dich an die Rechnung für die Blumen erinnern? Ohne Investition läuft gar nichts. Und eine Frau wie Charlie Schneider kriegt man nicht umsonst. Deine Versuche, an sie ranzukommen, haben auch lange genug gedauert. Hauptsache, sie ist in mich verliebt. Und bleibt es auch. Die Geheimnummer ihrer EC-Karte wird sie dir trotzdem nicht so schnell verraten. Mir reicht erst mal, dass wir offiziell zusammen sind. Sie hat blendende Kontakte und mit ihrer Hilfe habe ich ruckzuck solvente Klienten an der Hand. Und dann geht's endlich aufwärts. Danke, Christiane. Hat Felix gesagt, wie lange er bei Alexa bleiben will? Nicht genau. Er beruhigt sich schon wieder. Mir tut der Junge echt leid. Ich glaube, er nimmt sich das weit weniger zu Herzen, als du denkst. Er war doch noch viel zu klein, um konkrete Erinnerungen an Silvia zu haben. Marie macht mir da schon mehr Sorgen. Sie hat lange gebraucht, um über den Verlust hinwegzukommen. Tja, aber im Gegensatz zu Felix hat sie mich nie als ihre Mutter akzeptiert. Ich muss gleich noch mal ins Büro. Ich fahre dann mal bei ihr vorbei. Meinst du, sie will sich mit Silvia treffen? Guten Morgen. Marie, wir haben gerade über dich gesprochen. Martin wollte dich besuchen. Da bin ich dir wohl zuvor gekommen. Tja. Hast du vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Sicher. Ich würde gern mit dir über die Sache von gestern sprechen. Beatrice weiß Bescheid. Schon gut. Ich lasse euch allein. Danke. Silvia war gestern Abend bei mir. Sie ist einfach so ins Label gekommen. Und, was hat sie gewollt? Tja, dass ich die letzten 18 Jahre einfach vergesse? Sie hat gesagt, sie hat sich geändert. Den Eindruck hatte ich ganz und gar nicht. Hat sie sonst weiter nichts gesagt? Nein. Und selbst wenn, es hätte mich nicht interessiert.
Irgendwann schmeiß ich dieses Ding mal ab aus dem Fenster. Besser nicht. Sonst arbeitest du einen Monat umsonst. Voila. Ist einfach zu ungeduldig. Wenn ich so ausgeschlafen wäre wie du, würde ich das auch hinkriegen. Auch eine Chefin darf mal zu spät kommen. Hast du dich wenigstens gut amüsiert? Könnte man so sagen. Schön für dich. Oliver, du hast dich von Tom getrennt, nicht er sich von dir. Ich bin doch froh, dass ich den Typen los bin. Na, sieht aber nicht so aus. Seit Tagen läufst du mit so einem Gesicht rum. Das hängt mit anderen Dingen zusammen. Ist es wegen des Studiums? Auch. Ich muss mich an mein neues Leben erstmal irgendwie gewöhnen. Naja, es war auch alles ein bisschen viel. Du hast dich von Tom getrennt, das Studium hingeschmissen, bist aus der WG ausgezogen. Und meine neue Freiheit habe ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Oh, so ist es nun mal im Leben, Schütz. Wie läuft's denn in der neuen WG? Mit Jule und Marc komme ich auf jeden Fall gut klar. Und Lukas ist echt super nett. Auch, dass er mir das mit dem Wohnen angeboten hat, das war echt klasse. Naja, dann bist du ja nicht ganz alleine. Lukas ist im Moment echt der Einzige, der mich halbwegs versteht. Außer dir natürlich. Ja, das können Sie ihm gern von mir sagen. Ja, auf Wiederhören. Guten Morgen. Morgen. Ach, gerade hat Steven angerufen. Es geht um die Besetzung für Family Drama. Und ich habe auch schon die Plakatentwürfe für den Film von Meyers. Gut, ich schaue mir das später an. Wann? Ja, heute Nachmittag. Geht's nicht ein bisschen eher? Die Agentur hat mich heute Morgen schon zweimal angerufen. Dann sollen die pünktlich liefern und nicht eine Woche später. Das ist sowieso eine Unverschämtheit, wie die hier arbeiten. In L.A. wären die alle schon längst weg vom Fenster. Ach, diese Familiengeschichte geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Haben Sie Herrn von Beinbach noch mal getroffen? Nein, aber meine Tochter. Es war furchtbar. Mein Ex-Mann hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Männer. Können schon ganz schön hinterhältig sein, hm? Martin muss Felix und Marie eine richtige Gehirnwäsche verpasst haben. Er hat sie komplett auf seine Seite gezogen. Wenn mich jemand so hintergangen hätte wie Ihr Ex-Mann. Also, ich würde sie mal heimzahlen. Ach. Eigentlich wollte ich ja nicht, dass die beiden erfahren, was Martin mir damals angetan hat. Ich fand's schäbig, mit den gleichen Mitteln zu kämpfen wie er. Aber inzwischen? Ich würde aber echt gerne mal wissen, warum der jedes Mal in die Luft geht, wenn er mich sieht. Ist doch logisch. Du hast ihn abblitzen lassen. Ja, der wollte doch nichts von mir. Na ja, nicht wirklich. Wieso hat er dann versucht, dich zu küssen? Wahrscheinlich hat er neben seinem Bett eine Strichliste für Küsse hängen. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Außerdem verbringt er jede freie Minute mit Franzi. Weil er dich nicht kriegen kann. Ach, so kompliziert denkt er doch nicht. Der Ex-Freund meines Bruders, ja, hat Psychologie studiert. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn du in Psychologie so brillant bist wie in Bio, du bist echt unfair. Außerdem wohne ich hier mit Andi zusammen. Ich ertrag den jeden Tag. Ich weiß besser, als du, wie der tickt. Meinst du wirklich, der steht auf mich? Ja. Guten Morgen, Herr von Anstetten. Morgen. Du siehst heute wieder umwerfend aus. Ich könnte gleich nochmal hier auf der Stelle. Reiß dich zusammen, Lukas. Privat ist privat und Geschäft ist Geschäft. Lukas, hi. Hi. Du kommst, ich gehe. Schade. Schade, wirklich. Ich würde am liebsten auch gleich wieder gehen. Was ist denn los? Nichts, alles bestens. Wieso machst du schon Schluss? Ich muss mich noch um mein berufliches Fortkommen kümmern. Ich kann ja nicht ewig hier kellnern. Wollt ihr was trinken? Lass nur, du musst ja gleich weg. Wir bestellen was bei deiner reizenden Chefin. Sie ist heute extrem gut drauf. Tatsächlich? Das ist mir bis jetzt entgangen. Tja, deine Wirkung auf Frau Schneider ist wirklich umwerfend. Es ist merkwürdig, plötzlich seiner Mutter gegenüberzustehen, die man Jahre nicht gesehen hat. Kann ich gut verstehen. Sie war mir vertraut und trotzdem total fremd. Ich glaube, Felix geht's ähnlich. Ist vielleicht ganz gut, wenn er ein paar Tage bei Alexa wohnt. Ja, trotzdem, Beatrice leidet darunter. Du weißt, wie sehr sie an ihm hängt.
Marie, du willst schon gehen? Ja, ich muss leider. Ich habe so viel zu tun. Ich dachte, vielleicht bleibst du noch zum Essen. Ein andermal vielleicht. Tschüss, Papa. Ja, tschüss Marie und wenn was ist, ruf mich an. Mach ich. Schönen Tag noch. Dir auch. Danke. Du hattest recht. Silvia und Marie haben sich getroffen. Und? Tja, Marie möchte nichts von ihrer Mutter wissen. Sie hat kein Interesse an ihr. Was ist? Fast könnte deine Ex-Frau einem leid tun. Wie bitte? Stell dir das doch mal vor. Beide Kinder wollen nichts mehr von ihr wissen. Das ist doch ganz schön hart. Was hat sie sich selber zuzuschreiben? Stellenanzeigen, immer mittwochs und samstags. Ich suche eigentlich einen Job, bei dem ich richtig was verdiene. Mach doch eine Beratungsstelle für Bekloppte auf. Als Psychologe hat man da leider auch keine besseren Chancen. Ich dachte immer, Seelenklempner werden gesucht. Auf dem Weltglücksindex steht Deutschland auf Platz 46. Wenn alle Leute so drauf sind wie du, wundert mich das auch nicht. Nicht das schon wirklich. Oh, Junge, jetzt bleib mal ganz geschmeidig, ja? Ich muss mir in dieser dämlichen WG schon genug Mist anhören. Nicht auch noch hier. Na klar, dämlich sind immer die anderen, nur man selbst nicht. Kein Wunder, dass du bei Laura kein Bein auf den Boden kriegst. Die Alte kann mich mal. Wie charmant du sein kannst. Ja, die bildet sich ein, ich fänd sie, wer weiß wie toll. Dabei ist sie nur eine mittelmäßige Provinzziege. Eingebildet, arrogant. Und besonders hübsch ist sie auch nicht. Also ich finde Clara schon attraktiv. Die Franziska sieht eindeutig besser aus. Außerdem kann man mit ihr Spaß haben. Und sie ist witziger. Wenn du meinst, ich wollte dich auch nur gewarnt haben. Wovor? Naja, so wie du dich Laura gegenüber verhalten hast. Ich kann sie nicht ausstehen. Andy, du bist total verknallt in Lara. Das sieht inzwischen echt jeder. Du kannst froh sein, dass ich überhaupt gekommen bin. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ich dachte mir, Intimität ist dir unangenehm. Nur weil ich heute Morgen etwas reserviert war? Du hast mich behandelt, als sei ich irgendein One-Night-Stand. Was redest du denn da? Für den du dich auch noch schämst. Vor deinen vornehmen Freunden. Ach, jetzt mach aber mal einen Punkt. Gerne, gnädigste. Ich bin ganz Ohr. Wenn du auf Henning anspielst, bist du auf dem Holzweg. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Ach nein. Und wieso stehst du da nicht zu mir? Weißt du, wie ich mir vorgekommen bin? Lukas, es geht um Oliver. Ich möchte nicht, dass er zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas von unserer Affäre mitbekommt. Interessant. Dann war es also doch nur eine Affäre. So habe ich es nicht gemeint. Charlie, ich liebe dich. Und du sagst mir sowas? Wir müssen doch erst mal abwarten, wie sich das zwischen uns entwickelt. Und was zum Teufel hat dein Neffe damit zu tun? Es geht ihm nicht gut, wie du weißt. Er ist unglücklich wegen Tom. Herrgott, nochmal. In seinem Alter findet er in jeder Disco einen neuen Freund. Ich möchte einfach, dass er jetzt noch nichts erfährt. Zumal du auch noch sein Freund bist. Umso mehr sollte er sich für mich freuen. Bitte, Lukas. Erst wenn es ihm wieder besser geht. Hm? Hoffentlich dauert das nicht so lange. Du tust gerade so, als müsstest du auf irgendetwas verzichten. Mit dir habe ich mir was eingefangen. Ihr habt es ja so schwer, ihr Männer. Ja? Dass ihr noch keine Klage wegen Ruhestörung habt, das wundert mich. Es sind ja nicht alle so lärmempfindlich wie du. Ich möchte nur nicht mit 30 taub sein. Alexa und Felix sind übrigens nicht da. Du kannst also wieder gehen. Ist ja wieder super freundlich. Bist du bescheuert? Mach sofort wieder die Musik an. Warum bist du so zu mir? Hä? Ständig machst du mich an. Was habe ich dir getan? Keine Ahnung, wovon du sprichst.
Gestern zum Beispiel. Wohn du mal in dieser WG. Nie hat man seine Ruhe. Man kann doch nicht mal in Ruhe baden gehen. Ach, das war doch ein Versehen. Aber du hast dich aufgeregt, als hätte ich deine Karre vor die Wand gefahren. So bin ich eben. Das ist mein spezieller Charakter. Und die Wochen vorher? Was meinst du? Du rastest jedes Mal aus, wenn du mich siehst. Oder du ignorierst mich komplett. Das bildest du dir ein. Es gab mal eine Zeit, da haben wir uns richtig gut verstanden. Ich dachte, wir wären sowas wie Freunde, aber das war wohl falsch. Ja. Frau Jones wartet in der Halle. Ja, ich kümmere mich morgen darum. Ja, danke. Soll ich Sie hereinbitten? Nein, sie soll bitte in der Halle warten. Keine Panik. Ich mach das schon. Ich wähnte dich schon in den USA. Tatsächlich. Ich hatte ja noch Verschiedenes zu erledigen. Marie erzählte mir, dass du sie besucht hast. Es war wohl keine sehr erfreuliche Begegnung. Du kannst deine Genugtuung darüber ja kaum verbergen. Wieso sollte ich? Dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben will, hast du dir selber zuzuschreiben. Nein, das habe ich einzig und allein dir zu verdanken. Selbsterkenntnis war noch nie deine Stärke. Du hast unsere beiden Kinder nach Strich und Faden belogen und sie systematisch gegen mich aufgehetzt. Ich denke, es wird Zeit, dass wir beide uns mal ernsthaft unterhalten. Und warum lädst du mich dann ins Planetarium ein, wenn ich dir so egal bin? Du benimmst dich wie die Frauen vor 100 Jahren. Wenn man die mal zum Kaffee eingeladen hat, dachten die gleich, es wäre ein Heiratsantrag. Als ob ich dich heiraten wollte. Du legst immer alles auf die Goldwaage. Bin ich mal nett, will ich gleich sonst was von dir. Mach ich dich mal an, bist du total beleidigt. Was willst du eigentlich? Ich dachte, du magst mich gern. Man mag viele Leute gern. Das heißt überhaupt nichts. Und weshalb hast du dann versucht, mich zu küssen? Vielleicht, weil du einen schönen Mund hast. Was weiß ich? Nee. Du bist immer noch beleidigt, dass ich dir damals einen Korb gegeben habe. Was? Das ist der eigentliche Grund, warum du so mies zu mir bist. Irgendetwas musste ich Felix und Marie erzählen. Sie waren damals noch zu klein, um die wahren Zusammenhänge zu verstehen. Lass uns bitte reingehen. Befürchtest du, dass deine Frau mithört? Du hast dich nie bei den Kindern gemeldet. Du hast dich nie für deine Kinder interessiert. Es gab also keinen Grund, ihnen etwas anderes zu erzählen. Du hattest doch nur Angst. Weil du zu Recht wegen Versicherungsbetrugs im Gefängnis gesessen hast? Ich wollte deine Firma retten. Aber du warst ja blind vor Eifersucht auf deinen Bruder. Wenn ich lebenslänglich bekommen hätte, hättest du das in Kauf genommen, nur um dich zu rächen. Im Gegensatz zu dir war ich treu. Es war eine harmlose Affäre, Martin. Deswegen bringt man keinen Menschen 4 Jahre hinter Gitter. Möchtest du, dass ich mich jetzt entschuldige, oder was? Pass mal auf, entweder du sagst den Kindern die Wahrheit oder ich tu das.